Es gibt mehrere Methoden, Kräuter haltbar zu machen. Man kann sie zum einen trocknen oder man kann sie in Öl einlegen. Dazu habe ich euch hier auf der Kräuterhexe schon einmal ein Video geteilt. Heute zeige ich euch eine andere Methode, nämlich Kräutermischungen in Eiswürfel haltbar zu machen. Und dazu bekommt ihr heute 2 leckere Rezepte. Willkommen zurück auf meinem Blog. Oft ist es so, dass einem Kräuter überbleiben oder dass sie abgeerntet werden müssen, weil sie ansonsten nicht über den Winter kommen würden. Eine Möglichkeit, Kräuter haltbar zu machen, ist die Variante der Kräutereiswürfel. Grundsätzlich kann man alle Kräuter einfrieren. Ich wäre aber mit Bärlauch und Koriander ein wenig vorsichtig, weil sich die geschmacklich nach dem Einfrierungsprozess verändern können. Bei mir war es dieses Mal so, dass ich Rosmarin aus dem Garten und Oregano und Salbei von der Terrasse geholt habe. Die anderen Kräuter hatte ich im Haus vorrätig. Natürlich könnt ihr jedes Kraut alleine zu Kräutereiswürfeln verarbeiten. Meine erste Variante ist aber eine Kräutermischung aus Liebstöckel und Petersilie. Liebstöckel ist manchen auch als Magikraut bekannt. Dazu schneidet ihr beide Kräuter grob und gebt diese in einen Mixer. Anschließend gebt ihr Olivenöl dazu. Das Mischverhältnis beträgt immer 1/3 Olivenöl und 2/3 Kräuter. Ab damit in den Mixer und die Masse in Eiswürfelformen geben. Diese kommen dann ins Gefrierfach. Ich verwende diese Mischung zum Verfeinern von Suppen. Und weiter geht es mit einer mediterranen Kräutermischung. Dazu verwendet ihr die Nadeln von 3 Zweigen des Rosmarins, eine Handvoll Basilikum, 5 bis 6 Zweige Thymian, und 3 bis 4 Zweige Oregano. Nach bekanntem Rezept kommt 1/3 Olivenöl hinzu, alles gut durchmixen, in Eiswürfelformen gießen und ab damit ins Gefrierfach. Ich verwende diese Kräutermischung vor allem zum Würzen von Pastasoßen. Solltet ihr eigene Kräutermischungen haben, die sich besonders gut eignen, als Kräutereiswürfel eingefroren zu werden, so lasst uns hier einen Kommentar dazu da. Das war's dann auch wieder und wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe.